Stell dir vor, es ist 3 Uhr nachmittags. Die Sonne scheint, draußen zwitschern Vögel, Kinder spielen im Garten. Und deine Katze liegt zusammengerollt auf dem Sofa, tief und fest schlafend. Schon wieder. Zum 4. Mal heute. 16 Stunden. So viel schläft eine durchschnittliche Hauskatze. Pro Tag. Das sind 2/3 ihres gesamten Lebens. Und wenn du jetzt denkst, meine Katze ist einfach nur faul, dann irrst du dich gewaltig. Denn hinter diesem Schlafverhalten steckt eine faszinierende evolutionäre Strategie, die Millionen Jahre alt ist. Willkommen bei Katzendenken, dem Kanal, auf dem wir Katzenverhalten wissenschaftlich unter die Lupe nehmen. Ich bin Dr. Lena, Katzenverhaltensforscherin seit über 20 Jahren. Und heute beantworten wir eine Frage, die mir fast täglich gestellt wird. Warum schläft meine Katze so verdammt viel? Und ist das wirklich normal? Die Antwort ist, ja, absolut normal. Aber die Gründe dahinter, die sind alles andere als gewöhnlich. Wir schauen uns heute 7 wissenschaftliche Fakten über den Katzenschlaf an. Und ich verspreche dir, am Ende dieses Videos wirst du deine schlafende Katze mit komplett anderen Augen sehen. Um zu verstehen, warum Katzen so viel schlafen, müssen wir zurückgehen. Weit zurück. Zu den Wurzeln ihres evolutionären Erbes. Denn Katzen sind Raubtiere. Präzise, karnivore Jäger mit einer sehr speziellen Jagdstrategie. Im Gegensatz zu Pflanzenfressern, die den ganzen Tag grasen müssen, jagen Katzen in kurzen, hochintensiven Bursts. Ein Jagdversuch dauert oft nur wenige Sekunden bis Minuten. Aber in diesen Momenten verbraucht die Katze enorme Mengen an Energie. Studien zeigen, ein einziger Sprint kann bis zu 30% der gespeicherten Glykogenreserven verbrennen. Und hier kommt der Schlaf ins Spiel. Schlaf ist nicht Faulheit, Schlaf ist Energiemanagement. Durch langes Ruhen können Katzen ihre Energie für genau diese explosiven Jagdmomente konservieren. Es ist eine perfekt optimierte Überlebensstrategie. Spare Energie, bis du sie wirklich brauchst. Und dann volle Kraft. Aber nicht jeder Schlaf ist gleich. Und genau hier wird es richtig spannend. Katzen haben einen sehr speziellen Schlafzyklus. Anders als wir Menschen verbringen sie den Großteil ihrer Schlafzeit in einem leichten Dösen, dem sogenannten REM-Schlaf und Non-REM-Leichtschlaf. Nur etwa 15% ihrer gesamten Schlafzeit verbringen Katzen im Tiefschlaf. Was bedeutet das? Deine Katze sieht zwar aus, als würde sie tief und fest schlafen, aber neurologisch ist sie hochgradig wachsam. Ohren zucken, Augen bewegen sich hinter den Lidern, Muskeln sind gespannt. Sie ist jederzeit bereit, binnen Sekunden von 0 auf 100 zu gehen. Das ist kein Zufall, das ist Überlebensstrategie. Eine Studie der Universität Lyon hat gezeigt, Katzen können selbst im Schlaf Geräusche bis zu 60 Meter Entfernung wahrnehmen und kategorisieren. Beute? Gefahr? Irrelevant? Ihr Gehirn trifft diese Entscheidung, während sie scheinbar seelenruhig schlummern. Faszinierend, oder? Und dann gibt es da noch den REM-Schlaf, die Phase, in der Katzen träumen. Ja, deine Katze träumt. Und du kannst es sehen, Pfoten zucken, Schnurrhaare vibrieren, manchmal miauen sie leise im Schlaf. Forscher vermuten, dass Katzen in dieser Phase Jagdszenarien durchspielen, eine Art neurologisches Training. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber warum 16 Stunden? Warum nicht 10 oder 20? Die Antwort liegt in der Biologie ihrer Beutetiere. Mäuse, Vögel, kleine Nagetiere, die natürliche Beute von Katzen, sind dämmerungs- und nachtaktiv. Das bedeutet, die produktivsten Jagdzeiten für Katzen sind Morgengrauen und Abenddämmerung. Der Rest des Tages energetisch ineffizient. Wildlebende Katzen haben sich über Jahrtausende an diesen Rhythmus angepasst. Sie schlafen tagsüber und nachts sind aber in der Dämmerung hochaktiv. Dieser Rhythmus heißt krepuskulär und er steckt tief in den Genen deiner Hauskatze, auch wenn sie seit 10.000 Jahren mit uns lebt. Das erklärt auch, warum deine Katze morgens um 5 plötzlich Vollgas gibt oder abends um 8 wie von der Tarantel gestochen durch die Wohnung rast. Das ist kein Chaos, das ist biologisch programmierte Aktivitätszeit. Ihre innere Uhr sagt, jetzt wird gejagt. Aber es gibt noch einen weiteren, oft übersehenen Faktor: das Alter. Kätzchen schlafen bis zu 20 Stunden pro Tag. Warum? Weil Wachstum Energie kostet, enorm viel Energie.
Während sie schlafen, werden Wachstumshormone ausgeschüttet, Gewebe wird aufgebaut, das Nervensystem entwickelt sich. Schlaf ist für junge Katzen ein aktiver Entwicklungsprozess. Erwachsene Katzen pendeln sich dann bei etwa 16 Stunden ein. Aber im Alter steigt die Schlafdauer wieder an. Seniorkatzen, also ab etwa 10 Jahren, schlafen oft 18 bis 20 Stunden. Nicht, weil sie krank sind, sondern weil ihr Stoffwechsel langsamer wird und sie mehr Erholung brauchen. Eine Langzeitstudie der Cornell University zeigt, der durchschnittliche Katzschlaf über ein ganzes Leben hinweg liegt bei etwa 17 Stunden pro Tag. Das bedeutet, von 15 Lebensjahren schläft eine Katze etwa 10 Jahre. 10 Jahre, das ist nicht Faulheit, das ist evolutionär optimierte Lebensführung. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der viele Besitzer beunruhigt. Wann ist viel Schlaf zu viel Schlaf? Grundsätzlich gilt, 16 bis 20 Stunden sind völlig normal. Aber du solltest aufmerksam werden, wenn sich das Schlafverhalten plötzlich drastisch ändert. Eine Katze, die normalerweise 14 Stunden schläft und plötzlich 22, das kann ein Hinweis auf gesundheitliche Probleme sein. Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes, Schmerzen, Depressionen, all das kann zu vermehrtem Schlaf führen. Umgekehrt gilt, eine Katze, die plötzlich viel weniger schläft, unruhig wirkt, nachts nicht zur Ruhe kommt, auch das sollte abgeklärt werden. Hyperthyreose, Schmerzen, Stress oder neurologische Probleme können dahinter stecken. Mein Rat: Beobachte das Grundmuster. Wenn deine Katze seit Jahren 16 Stunden schläft und fit, verspielt und neugierig ist, alles gut. Wenn sich plötzlich etwas ändert, Tierarzt konsultieren. Aber nehmen wir an, deine Katze schläft normal viel. Dann stellt sich die Frage, wo schläft sie und warum immer genau da? Katzen sind wahre Meister der Schlafplatzwahl. Studien zeigen, eine durchschnittliche Hauskatze hat zwischen 5 und 10 bevorzugte Schlafplätze und die wählt sie nicht zufällig. Erstens Wärme. Katzen lieben Wärme. Ihre Wohlfühltemperatur liegt bei etwa 28 bis 32 Grad Celsius. Deshalb findest du deine Katze im Sommer im Sonnenfleck, im Winter auf der Heizung oder, besonders beliebt, auf deinem Laptop. Wärme bedeutet für Katzen, weniger Energie für Thermoregulation aufwenden, mehr Energie sparen. Zweitens, Höhe. Katzen schlafen gerne erhöht. Das gibt ihnen Überblick und Sicherheit. Aus evolutionärer Sicht konnten sie so Fressfeinde früher erkennen. Auch wenn deine Wohnzimmerkatze keine Leoparden fürchten muss, das Bedürfnis nach erhöhten Schlafplätzen ist tief verwurzelt. Drittens, Verstecke. Manchmal schläft deine Katze in einer Schublade, in einem Karton, unter dem Bett. Warum? Weil Katzen in der Natur gleichzeitig Jäger und Gejagte sind. Ein versteckter Schlafplatz bedeutet Sicherheit. Niemand kann mich überraschen. Und viertens, und das ist der süßeste Punkt, Nähe zu dir. Wenn deine Katze auf deinem Schoß, neben dir auf dem Sofa oder sogar in deinem Bett schläft, dann ist das ein enormes Vertrauenssignal. Schlaf ist ein Zustand der Verletzlichkeit. Wenn deine Katze neben dir schläft, sagt sie, ich fühle mich bei dir sicher, du bist meine Familie. Jetzt kommen wir zu einer häufig gestellten Frage. Sollte ich meine Katze wecken? Die kurze Antwort, nur wenn unbedingt nötig. Katzen brauchen ihren Schlaf. Und anders als wir Menschen können sie unterbrochenen Schlaf nicht einfach nachholen. Jede Störung kostet Energie und kann zu Stress führen. Natürlich gibt es Ausnahmen, Tierarzttermine, Notfälle oder wenn deine Katze aus gesundheitlichen Gründen regelmäßig Medikamente nehmen muss. Aber im Alltag gilt, lass sie schlafen. Auch wenn es noch so verlockend ist, diesen flauschigen Bauch zu kraulen. Eine Studie aus Japan hat gezeigt, Katzen, die regelmäßig in ihrem Schlaf gestört werden, zeigen erhöhte Stresshormone und ein geschwächtes Immunsystem. Respektiere also ihren Schlaf, so wie du möchtest, dass dein Schlaf respektiert wird. Okay, fassen wir zusammen. Wenn deine Katze das nächste Mal 16 Stunden am Stück pennt, dann weißt du jetzt, sie ist nicht faul. Sie ist ein perfekt optimiertes Raubtier, das Energie spart für explosive Jagdmomente. Sie schläft leicht und wachsam, bereit jederzeit zu reagieren. Ihr Schlafrhythmus folgt uralten evolutionären Mustern, krepuskulär, angepasst an die Aktivität ihrer Beutetiere. Kätzchen schlafen 20 Stunden, weil sie wachsen. Seniorkatzen schlafen mehr, weil sie mehr Erholung brauchen. Und deine erwachsene Katze?
liegt mit 16 Stunden genau im Durchschnitt. Plötzliche Änderungen im Schlafverhalten sollten dich aufhorchen lassen. Aber solange sie fit und neugierig ist, ist alles gut. Und wenn sie neben dir schläft, dann hat sie dir gerade gesagt, du bist meine sichere Basis. Ich vertraue dir. Auf Katzenart. Ziemlich süß, oder? Jetzt bin ich neugierig. Wo schläft deine Katze am liebsten? Auf deinem Schoß? Im Karton? Auf dem Kühlschrank? Schreib es in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden Einzelnen und antworte so oft ich kann. Und wenn du mehr über das faszinierende Innenleben deiner Katze erfahren willst, warum sie schnurrt, warum sie dich mit Kopfnüssen begrüßt, warum sie manchmal einfach ins Leere starrt, dann abonniere Katzendenken und aktiviere die Glocke. Wir tauchen hier jede Woche tief ein in die Wissenschaft des Katzenverhaltens. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, wenn deine Katze schläft, arbeitet sie gerade an ihrer Überlebensstrategie. Respektiere das. Sie hat es verdient. Tschüss.